Hi guys, today I will show you, it's a huge piece actually. I started here with my watercolor paper, very rough surface, very heavy, very rough surface, and what I do is I like to do it here with the gesso, with my brayer, go over it very lightly, and only the gesso stays only on top of the rough surface. And that makes nice effects when you're using distress inks, for example, as it acts like what do you call it? Resist, yeah, background. So I, of course, have to dry that, and I will show shortly in a close up how it looks when that has dried. That's this one. It's hardly to see, hardly visible, but you get the idea. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch hier dieses große Stück, und zwar ist das ganz schweres und ganz raues Aquarellpapier. Die Oberfläche ist sehr rau, sehr strukturiert. Das liebe ich dann mit diesem Gesso, so eine Art Resist-Technik zu machen. Ich gehe mit dem Brayer, also mit dieser Rolle, und Gesso ganz leicht über die Oberfläche, und dann bleibt das wirklich nur auf diesen rauen Oberflächen, und arbeite dann mit den Distress Inks, wie ihr seht, und dadurch entsteht dann so ein Resist. Ich mag diese Technik sehr gerne mit diesem Papier. Das macht einfach so einen tollen Hintergrund, den ich einfach liebe. Ihr wisst, dass ich es ein bisschen distressed gerne habe, eben nicht so sauber, sondern einfach so ein bisschen, ja, schmuddelig sieht es ja nicht aus, aber sieht nicht so perfekt aus, und das finde ich einfach schön. Nachdem ich jetzt mit dem Distress Ink fertig bin, gehe ich drüber mit Wassersprüh nochmal schön auf die Oberfläche, dass das noch ein ganz kleines bisschen so zusammenkommt, und dann fange ich an zu stanzen. You know, at the very end I go over with water spray over the whole page just to bring all the distress inks together. And after everything dried, I start to die cut. And this is a brick, not brick, it's a wall, stone wall die cut. I don't know, stepping stone or so. I can't remember what it's called, but yeah. So, and I cut out over the whole page from one side to the other, and will paper piece everything together afterwards. In a different way, you will see. Ich habe dann hier angefangen mit dieser Stanze, irgendwie so eine Mauerstanze. Ich weiß nicht, wie die heißt, irgendwas mit Stein. Ach, ich habe es vergessen, ich habe auch die Verpackung nie, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber die ist jetzt nicht ungewöhnlich, gibt es, glaube ich, an jeder Ecke zu kaufen. Und stanze jetzt über die ganze Seite aus, um dann hinterher alles wieder schön, aber in anderen Farben wieder zusammenzupacken. Ihr werdet das sehen. Ich werde die Seite oder das Papier auf ein Hintergrundpapier kleben müssen. Klar, einfach damit die Sachen in der Mitte Platz haben. Was ich mache, ich werde die nochmal in schwarz ausstanzen, und die schwarzen Rahmen kommen dann in das Papier. You know, I just cut out the thing in black, and I will paper piece that back together, and you can see I glue that on a background. Of course, the insert need something to glue on, and it's a bit fiddly here because the background was this watercolor paper, very heavy watercolor paper, was very wet, and it buckled and it changed the shape, so the cutouts are not sliding perfectly in, let's call it like that. And that's what makes my life a tiny bit difficult, but eventually it worked and I could make it. Ich habe dann hier, dadurch, dass natürlich das Aquarellpapier extrem nass war, dann wälzt sich das und es verändert auch seine Form, hatte ich natürlich Probleme, die schwarzen Cutouts da vernünftig reinzukriegen. War ein bisschen fummelig, aber ich habe es dann doch hingekriegt, wie ihr seht. Das ist natürlich immer das Problem bei Aquarellpapier, wenn man das mit ganz viel Wasser bearbeitet, dass sich
die Form schon verändert. Ich hätte das jetzt 2, 3 Tage unter schwerem Gewicht liegen lassen können, aber da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert mir immer. Also für sowas bin ich zu ungeduldig. Also wie gesagt, man kann das machen, das geht dann wieder in seine Form zurück, aber das bin ich nicht. Da fummel ich lieber rum. Also nicht, muss ich mir nicht antun. So, ich werde jetzt alles dann noch klein schneiden. Und hier, das ist so ein großes Stück Papier. Ach, Papier, das ist dieses synthetische Papier, das ich habe. Das ist jetzt kein Jupo. Es ist schon sowas wie Jupo, aber es heißt anders. Und das kriege ich bei meinem Art Supply Geschäft hier. Und das ist schon relativ dick. Das muss ich mit der, oder ganz fest, das muss ich mit der Gemini muss ich das schneiden. Das geht sonst nicht. Das ist schon schwierig zu schneiden, dieses Jupo, sagen wir mal Jupo-Papier. You know, I'm using this Yupo paper. It's a sort of, it's not original Yupo, it's a different one, but it is very heavy and it's difficult to cut, so I need to use my Gemini here that works. And it's alcohol inks on top. It was just a try with all my new and different alcohol ink brands I have. I tried them, so nothing special. I just was after the colors, actually, nice and colorful, so perfect for my paper piecing piece here. Ich habe dann auf dem Jupo, da war im Prinzip, ja, war Alkoholink drauf. Ich habe zwar so ein Probestück, das ich gemacht habe mit all den neuen verschiedenen Alkoholinks, die ich jetzt habe, einfach um auch zu gucken, wie die reagieren. Habe ein bisschen mit denen rumgespielt. Und deswegen war das jetzt so ist nicht wirklich eine Kakophonie, aber fast. Und deswegen habe ich das hier benutzt, habe das zerschnitten. Ich finde das einfach mit dem Grün sehr schön. So, das ist jetzt Moosgummi. That's craft foam actually. And I cut frames out of that. Ich habe das Moosgummi jetzt extra ausgeschnitten dafür, weil ich die ergänzend noch auf dem Hintergrund haben möchte. Und ich habe Moosgummi benutzt, weil das einfach weil es höher ist als das dicke Moosgummi. Ich brauchte den hohen Rand, weil ich da was reinschütten möchte. You know, I used this craft foam. It's a thick craft foam and I use it specially here because I want to pour something in. That's why I was after this higher edge. So I just put that on the whole page now, the rest of the whole page, and I glue it down with a gel medium here, and just to make sure that it really glues and seals everything. Ich habe dann hier mit dem Gel-Medium geklebt. Ich wollte einfach sicherstellen, dass es richtig dicht ist und dass da nichts drunter her läuft. Tut es trotzdem, aber ja, gut. Ist aber nicht schlimm. Funktioniert trotzdem so, wie ich das möchte. Das klebe ich jetzt alles auf. Das muss natürlich eine Zeit trocknen. Die Ränder schneide ich dann einfach auch wieder ab. Das ist kein Thema. You know, that needs to dry now for a while and I will cut off the edges, of course. And I will start then with the Pebeo mixed media medium. It's not a pouring medium actually. It's a bit, don't know what you call. I haven't got a special name. There are 3 or 4 different media using together. It's a bit like pouring, but yeah, it's a bit like, it looks a bit like Tiffany glass, you know what I mean? When you work with it, I really like it. You have this clear stuff and then you can use some other media in there, this moon and prisma they have, and that makes this special effects, like the moon makes this hammer's effect, metal hammer effect, and the prism that makes something like a honeycomb effect. So, and here I use a green, yeah, not pouring, let's call it pouring medium. It's a light green, of course with the background it looks darker. Ich habe dann hier dieses Pebeo
Mixed Media Zeug genommen. Das ist nicht wirklich ein Pouring Medium, aber das verhält sich schon ein bisschen so. Hast du so ein Träger Medium, das ich jetzt gerade benutze, das ist klar. Gibt es in verschiedenen Farben, aber klar. Das kann man dann irgendwo drauf gießen, wo man möchte. Ich gieße das jetzt hier in die Vertiefung. Und dann gibt es noch andere Medien, die heißen dann Moon oder Prisma. Und die verhalten sich dann in diesem klaren Zeug, wenn man das da rein träufelt, ganz verschieden. Einmal so wie so ein gehämmerter, metallgehämmerter Effekt. Und das Prisma, das sieht dann aus wie Honeycomb. Wie sagt man denn Honeycomb? Wie das, ach, ihr werdet das sehen. Wie sagt man denn Honeycomb? Ich benutze das jetzt hier. Das sind diese Medien. Und das ist in Gold. Das schütte ich, oder das gebe ich jetzt tropfenweise da rein. Und das reagiert dann damit. Und ihr könnt auch schon sehen, wie sich das so langsam ausbreitet. Das ist dieses Honeycomb-Effekt. Sieht ein bisschen aus wie, nicht Spinnennetze, das ist falsch, aber wie so eine Ranke. Genau, Ranke. Honeycomb ist ja eine Ranke. Yeah, so you can see I'm using the prism here that reacts like this honeycomb effect, and it's in gold. And it takes a moment, of course. It spreads out, and then it reacts in this way. You will see it in the close-up much better later or soon. And that's it. I haven't done something else to this page. I'm not sure what I will do if it stays a page. I would really like to frame it. We'll see. At the moment, I haven't got a frame that has the right size. So that's why it now stays in this way. And you can see this honeycomb Effekt. Das ist jetzt dieser Honeycomb-Effekt, den er macht hier. Ihr könnt sehen, wie sich das ein bisschen ausbreitet. Ist natürlich sehr schnell gestellt, aber da kann man es am besten sehen. So, that's it. The pictures are coming. This is the close-up, of course, and I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. And don't forget to stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.